Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute arbeite ich hier mal auf so einem Papier von Van Gogh, 100% Zellulosepapier, das hat 300 Gramm und ja, das ist hier so festgeklebt und damit werde ich heute mal arbeiten und dazu nehme ich heute mal ein bisschen Rubbelcrepe, auf Englisch Masking Fluid heißt das dazu. Also, wer das noch nicht kennt von euch Anfängern, das ist eine Masse, die werde ich hier jetzt auftragen. Mit Hilfe von dieser Pipette versuche ich das mal. Ich habe das bisher sonst immer mit dem Pinsel gemacht, aber ich dachte, ich probiere das mal mit der Pipette und trage das hier auf, Muster. Und wenn es trocken ist und man gibt Farbe rüber, dann bleibt die Fläche darunter in weiß. Und ja, bald ist Muttertag. Ich habe gedacht, ich versuche es heute noch mal irgendwie mit ein bisschen Herzen und ein bisschen Dudeln. Und ja, wir legen jetzt gleich mal los. Ja, die Pipette war tatsächlich hier ein Versuch, aber es ist sehr grob, muss ich sagen. Manchmal bilden sich so kleine Häufchen mit Blasen, da könnt ihr es auch erkennen. Ich versuche die dann kaputt zu machen. Ja, ist jetzt hier bei diesem Muster bei der Karte nicht schlimm, wenn das so ein bisschen gröber ist und so ein bisschen, ihr seht das nachher, das ist für das Motiv nicht wichtig. Wollte euch einfach nochmal zeigen, wie man sowas in Einsatz bringen kann. Und ja, wer hat, nimmt lieber eine Einwegspritze mit Spitze drauf oder ohne Spitze, je nachdem wie fein ihr das haben wollt. Oh, die kann man dann entsorgen, diese Pipette. Ich habe die dann versucht gleich auszuwaschen, aber im Grunde ist die dann hin. Dieses Masking Fluid, das klebt wie Sau gleich in diesen ganzen Plastikkram drin und ja, war jetzt nicht schlimm, das ist ein Centbetrag, aber naja, ihr könnt ja aus meinen Fehlern lernen, ne? Warum nicht? Ja, und ich trage das hier auf und dann muss das Ganze erstmal gut trocknen, bevor man dann mit dem Malen beginnen kann. Ja, hier seht ihr das nochmal. Ich versuche das sauber zu machen. Ich versuche die auszuspülen, aber das ist sofort hart und klebrig und bröselig. Ja, und am Ende kann man das ganze Ding dann wegschmeißen. Dann hatte ich die Idee, einmal wieder ein bisschen mit meinen Aquarellmalstiften ein paar Flächen vorzumalen. Ihr könnt die gut erkennen, diese Stifte haben auf dem Stiel ist ein Pinsel abgebildet. Ne? Und das heißt, das sind wasserlösliche Stifte. Ich habe dazu auch nochmal extra ein ganz interessantes Video gemacht über Aquarellmalstifte und was es für Möglichkeiten gibt, die anzuwenden. Das werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Wer da noch keine große Ahnung von hat, schaut doch gerne mal rein. Da könnt ihr bestimmt euch nochmal ein, zwei Tipps abholen. Das ist wirklich ganz gut gelungen, das Video, und zeigt euch mehrere Möglichkeiten, wie man diese Stifte in Einsatz bringt. Ihr könnt erkennen, das Masking Fluid wird so durchsichtig, wenn das trocken ist. Ne? Vorher ist es ja sehr milchig. Wenn es dann richtig getrocknet ist, ist das durchsichtig und dann wisst ihr, okay, das ist bereit zum Bemalen. Ja, dann schnappe ich mir hier meine Farben von Victoria. Dann mache ich mir die nass und dabei ist mir gleich ein bisschen Wasser aufs Papier gespritzt und ich dachte, okay, nutze es, spritzt gleich nochmal Wasser drüber. Dann können die Farben, die ich da aufgetragen habe, schon mal so ein bisschen anwirken. Ja, und jetzt nehme ich einfach Farbtöne, verziehe das Ganze, nehme von Victoria Farben noch dazu und setze hier einfach ganz bunte Farbflächen hinein.
Ja, ihr müsst aufpassen, ne? Ihr seht das da, dass man die Farben nicht zu doll mischt, dann wird dann nur braun bei raus. Also immer schön den Pinsel auswaschen und aufpassen, dass man, wie gesagt, nicht zu sehr ineinander das Ganze macht. Es läuft ja von alleine so ein bisschen. Ab und zu mal eine braune Stelle ist ja auch nicht das Problem. Aber ihr wollt ja nicht nur einen braunen Mischmasch auf eurem Papier haben. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen auf die Farben. Ihr wisst ja, Farbkreis, ne? Was passt zusammen, was wird woraus. Also Sprichwort hier zum Beispiel Gelb und Blau macht natürlich Grün, ne? Oder Gelb und Rot macht Orange. Diese Sachen ein bisschen beherzigen und dann wird da eigentlich eine ganz schöne bunte Fläche bei rauskommen. Ja, nun ist das Ganze wunderbar getrocknet und jetzt geht es daran, das Masking-Fluid abzupulen, das Rubbelkrepp, und deshalb heißt das auch Rubbelkrepp. Das geht am besten tatsächlich mit den Fingern oder auch mit dem Radiergummi zu machen. Hier waren das jetzt so dicke Striemen, die konnte ich hier so an einem Stück abziehen. Ne? Das war überhaupt kein Thema. Und darunter bleibt das Papier dann, seht ihr gerade, ist es wunderbar weiß geblieben. Ne? Ja, und hier kommen jetzt meine weichen Buntstifte wieder in Einsatz. Die nehme ich auch sehr gerne bei etwas groberem Papier und auch meine Buntstiftsammlung. Da ist tatsächlich noch einiges dabei, was aus der Schulzeit ist oder auch mal, wenn ich irgendwo günstig mal Stifte gesehen habe, dann schnappe ich mir welche. Faber-Castell ist da auch immer eine sehr gute Marke. Und dann habe ich hier angefangen und setze in die Farbflächen passende Farbdudeleien wieder rein, und irgendwann kam mir so der Gedanke, ach, ich könnte ja auch mal so ein bisschen naturell das Ganze gestalten, und jetzt fange ich halt an, in den grünen Bereich hier grüne Ranken zu setzen, in den blauen Bereich Wellen und Wolken, und dann kommt da noch ein bisschen Feuer rein. Oh ja, einfach was mir so in den Sinn kam. Ne? Eigentlich hatte ich eine ganz andere Idee für dieses Bild, aber manchmal ist es so beim Arbeiten, dann entwickelt es sich ganz anders, als man denkt. Jo. Und warum nicht? Ne? Immer was Neues ausprobieren. Man hätte auch diese ganze Karte jetzt anders gestalten können, indem man mit schwarzen Feinlinern arbeitet und da ganz andere Muster hineinsetzt, und wäre sicherlich auch ganz spannend gewesen. Aber am Ende bin ich ganz glücklich, so wie die hier geworden ist. Die war mal ganz interessant, und ja, es wird sich schon ein passender Anlass dafür finden, um die zu verwerten.
Ja, gerade bei diesem weißen Buntstift merkt man den Unterschied zwischen weich und hart doch sehr doll. Also da gehen die weichen deutlich besser. Mit den harten bekomme ich kaum Farbe aufs Papier. Und mit dem weichen, das ist immer richtig schön. Also der macht das ganz gut. Ja, wie ihr sehen könnt, versuche ich hier ein bisschen in den Farbtönen zu bleiben, die mir die Grundfläche vorgibt, um ein bisschen eine Ruhe trotzdem reinzubekommen. Wenn ich jetzt hier noch mit ganz vielen anderen Farben drauf arbeiten würde, würde es dann wahrscheinlich viel, viel zu unruhig werden.
Ja, und dann habe ich mir einen passenden Kartenrohling ausgesucht, auf den ich jetzt dieses gute Stück aufkleben werde. Und da möchte ich gerne nochmal allen Anfängern einen Tipp geben. Diese Karten haben immer in der Mitte einen vorgestanzten Knick, eine bobbelige Seite und eine hohle Seite. Und die bobbelige Seite gehört nach innen und nicht nach außen. Das hat den Grund, wenn man das Papier knickt, dass sich dann die Möglichkeit ergibt, dass auch Papier sich wieder nach vorne durchdehnt. Und wenn man es verkehrt rum knickt, ist das nicht möglich. Also bobbelige Seite nach innen. So, jetzt seht ihr hier dieser Kartenblock, den ich da hatte. Das waren eigentlich Postkarten. Aber Aquarelle als Postkarten zu verschicken hat nicht so sehr viel Sinn. Ne? Und ich klebe die daher hier mit so einem ganz dünnen doppelseitigen Klebeband jetzt auf meinen Kartenrohling auf und mache innen drin dann noch ein bisschen Prittkleberstift gleich. Einfach so, dass es hält. Ja, und dann ist die Karte schon fertig. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier jetzt schon mal. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie diese Karte entstanden ist, was ich daraus gemacht habe. Wie gesagt, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, im Grunde am Ende das Ganze zu gestalten. Das war jetzt eine von vielen. Es ist eine schöne, bunte Karte dabei rausgekommen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Melanie.